Ich will euch das jetzt auch gar nicht groß als Survival-Challenge oder so verkaufen. Ich betreibe einfach Bushcraft. Nein, ich will einfach für mich so ein paar Sachen austesten. Auch wie ich reagiere. Ich will das Ganze einfach mal... Und ich will das Ganze einfach mal draußen austesten, unterwegs sein und schauen, wie mein Körper reagiert. Also ich habe heute Morgen ganz normal ausgeschlafen, habe heute ja frei gehabt und habe nicht gefrühstückt, aber ich habe mir einen Kaffee gegönnt. Ja, mal schauen, wie die Tour so läuft. Ist auf jeden Fall nass. Also ich war in diesem Waldgebiet bisher einmal im Sommer war ich hier. Ja, das war es auch. Sonst, ich bin hier schon mal durchspaziert. Das war es dann aber auch insgesamt gewesen. Deswegen bin ich mal gespannt, was sich hier so anbietet. Ich habe keine Hängematte mit. Das ist ja sonst mein favorisiertes Setup. Aber ich wollte ganz gerne auf dem Boden liegen. Und das Ganze relativ einfach halten, schlicht halten. Mal schauen, ob ich das bereue. Ich bin halt ein Hängematte-Fan und favorisiere das auch ganz klar. Aber ich dachte mir, das wäre zu einfach. Dann ist man direkt vom Boden weg. Hat einen Sitz. Ja, das wäre zu gemütlich. Hier sind ziemlich viele Hochsitze. Da vorne ist auch noch einer. Also hier werde ich dann zusehen, dass ich da einen Bogen drum mache, weil ich hier natürlich niemanden stören möchte. Also Plätze sind hier reichlich, aber wie gesagt, hier sind so viele Hochsitze, die versuche ich immer natürlich zu vermeiden, um da niemanden zu stören. Und auch für die eigene Sicherheit, das kommt natürlich noch mit dazu. Aber ich bin jetzt schon ein ganzes Weilchen unterwegs und ich merke schon, dass ich Hunger habe. Also dadurch, dass ich nichts gefrühstückt habe, sind es jetzt schon ein paar Stunden ohne. Und ja, aber nicht schlimm. Dadurch, dass ich beschäftigt bin, fällt das meist nicht so sehr auf. Also ich habe bei der Tour, bei der ich mit Marcel unterwegs war, wie hießen die noch? Das Beste aus beiden Welten, genau. Da war ich hier auch schon mal. Das war ja das erste Mal, dass wir hier waren. Da hatte ich einen Punkt gefunden, der richtig gut geschützt war. Ich versuche den Punkt wiederzufinden, weil der lag schön versteckt. Da waren keine Hochsitze weit und breit. Und ja, ich glaube, das wäre ein ganz guter Platz für heute. Mal schauen, ob ich den wiederfinde. Ich habe so eine grobe Idee, in welche Richtung der war. Aber bin ich noch weiter unterwegs. Also bisher war ich erfolglos, was das Finden des Platzes angeht. Aber wenn man auch nur eine grobe Erinnerung hat, wie der im Sommer aussieht und jetzt im Spätherbst bzw. im Winter unterwegs ist, dann sieht das alles ein bisschen anders aus. Ich werde noch mal Weilchen danach suchen und ansonsten suche ich mir einfach eine Alternative. Das sieht vielversprechend aus. Das könnte hier gewesen sein. Mal schauen. Leider nein, hier wird es auch einfach nur dicht. War nicht der richtige Punkt. Naja, suche ich mal weiter. Bin hier auf jeden Fall nicht der Erste, der hier gelaufen ist. Aber das müsste das Gebiet sein. Also ich bin mir jetzt wirklich ziemlich sicher. So oder so sieht das gut aus. Ich denke, dass sich hier was machen lässt. Ja, das ist genau der Platz, den ich meinte. Schön dicht.
Regenschutz muss ich mich drum kümmern. Da hat wohl jemand anders schon mal gebastelt. Aber ja, das brauche ich alles gar nicht. Ich werde mir jetzt erstmal einen Tarp aufspannen. Ich habe wieder abgebaut. Mir ist gerade so ein bisschen der Arsch auf Grundeis gegangen. Mir ist nämlich gerade eine kleine Rotte Wildschweine durchs Camp gedonnert. Also ich weiß, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass sie hier jetzt nochmal durchkommen und dass sie sich sicherlich genauso erschrocken haben wie ich. Aber die sind eindeutig stärker als ich. Und vielleicht könnt ihr nachvollziehen, dass es dann nicht mehr, man sich dann nicht mehr ganz so wohl fühlt, wenn man sich auf den Boden legt. Plus ich höre dahinter halt reichlich Geraschel. Ich gehe jetzt auch nicht mehr näher ran. Wenn man es hören kann. Durch den Regen wahrscheinlich nicht. Also da ist auf jeden Fall ordentlich Bewegung hinter. Und das wundert mich, denn ich hätte gedacht, dass sie wegziehen. Also dass die sich einfach, ja, dass die sich einfach selber auch irgendwo anders hin bewegen. Aber vielleicht haben sie sich das auch bequem gemacht. Und ich möchte auf jeden Fall nicht rausfinden und möchte auch niemanden verärgern. Vor allem wenn es nachher dunkel ist. Ich werde ja auch nicht viel Lärm machen. Möchte ich nicht unbedingt, dass wir einander überraschen. Also ich werde jetzt weiterziehen und mir einen anderen Platz suchen. Ich trage jetzt meine Plaschpalatka als Umhang. Mein Loden, also meine Jacke ist komplett durch. Ich bin jetzt aber auch wirklich einige Stunden durch den Regen. Mein Rucksack ist leider auch durch. Also da ist das gewachste Canvas auch an seine Grenzen gestoßen. Also das Wasser ist schön ins Innere gelaufen. Mein Akku ist gut eingepackt. Ich habe meine Powerbank. Ob die noch gut eingepackt ist, werde ich sehen. Ja, also ich schaue mal weiter. Aber gefühlt fällt diese Tour gerade furios ins Wasser. Ja. Naja, ich habe ja schon mal gesagt, Nässe und kalte Nässe sind so die Grenzen von Naturmaterialien. Und ich sehe mich da wieder so ein bisschen drin bestätigt. Ich werde jetzt auch bald mal ein Fazitvideo machen, wenn euch das interessiert. Denn ich bin jetzt seit 2 Jahren damit unterwegs. Und mittlerweile kann ich da so zu dem einen oder anderen was sagen. Und ja, ich werde mir jetzt auf jeden Fall nochmal irgendwie mich umschauen und mir einen anderen Platz suchen. Ja, also ich bin hier auch ein bisschen zu dicht im Unterhals. Da habe ich auch eigentlich nichts zu suchen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also hier wird gerade auch aktiv gejagt. Ich habe jetzt eben 2 besetzte Hochsitze gesehen. Einen kurz gegrüßt. Der ist ja noch eine Weile aktiv. Der andere, ja, war beschäftigt. Da wollte ich jetzt auch nicht noch näher ran. Also die Plaschpalatka hält soweit dicht. Loden, ja, der ist komplett durch. Ich bin jetzt 5 oder 6 Stunden unterwegs. Mittlerweile habe ich auch echt Hunger. Also Durst habe ich keinen, erstaunlicherweise. Ich habe Trinken genug mit. Also da wollte ich nicht darauf verzichten. Aber durch die hohe Luftfeuchtigkeit, ja, habe ich einfach keinen Durst. Gefühlt atme ich mein Trinken. Es regnet gerade ein bisschen weniger.
dass ich die Kapuze mal abnehmen kann. Das ist sehr angenehm. Ja, also ich schaue nochmal, dass ich in ein anderes Gebiet komme und hier aus der Gegend raus. Und dann, ja, mal schauen. Ah, da schießt wie jemand einer. Könnt ihr das hören? Das ist aber weiter entfernt. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Sturm das war. Aber der hier hat hier ordentlich gewütet. Und das ganz schön platt gemacht. Oh ja, hier ist auch Zaun drumherum. Ich nehme mal an, um das Gebiet vor Verbiss zu schützen, damit sich das so ein bisschen erholen kann. Bei der Jagdaktivität, weil man sieht jetzt hier immer wieder knallen, ist auch klar, warum die Rotte so aufgeregt war. Also ich nehme an, dass sie irgendwo aufgescheucht wurde und das Weite gesucht hat. Und da war ich, ja, gerade im Weg. Es tut so gut, dass es jetzt mal aufhört zu regnen. Auch wenn es nur kurz ist, ist es einfach schön, mal Kapuze ab. Ja, so ein bisschen, ja, ich hätte nichts sagen sollen. Ja, okay. Es war schön, dass es kurz aufgehört hat, aber alles absolut dicht. Oh Mann. Ich muss noch ein ganzes Eckchen unterwegs sein. Und würde jetzt echt gerne was essen. Aber ich will nicht abbrechen. Also ich bin bis auf die Knochen nass mittlerweile. Also der Flaschpalatka funktioniert zwar soweit, aber ich kriege sie vorne nicht ganz dicht. Da ist alles durch, die Hose ist durch, der Rucksack ist sowieso durch. Der Inhalt von meinem Rucksack ist durch, also die oberen beiden Wolldecken. Ja, und noch möchte ich nicht aufgeben. Es sind so viele schöne freie Tage am Stück. Da bietet sich das so an. Ja, bis später. So. Ja, ich bin noch ein ganzes Eckchen weitergelaufen und schaue jetzt, ob ich hier noch was finde. Das Gebiet kenne ich wieder. Da weiß ich so ein paar Plätze. Macht es mir natürlich deutlich leichter. Ja, also ich merke, ich habe viel zu wenig getrunken. Ich habe reichlich Wasser dabei, aber irgendwie ja, habe ich auch eigentlich keine Pause zwischendurch gemacht, sondern war die ganze Zeit unterwegs. Und das merke ich. Also ich bin auch froh, wenn ich jetzt einen Platz habe. Ich könnte mich jetzt natürlich irgendwo hinsetzen, aber ich will erstmal einen Platz finden. Ich merke so langsam auch, dass ich echt Hunger habe. Also, ja, wie gesagt, gestern Abend das letzte Mal gegessen. Und wir haben jetzt, sieht man mich eigentlich? Sorry, wenn nicht. Wir haben jetzt 18:30. Ich hätte eben mal nachgeschaut. Also, ja, man sieht, dass es mittlerweile ganz gut dustert. Noch sehe ich was. Auch ohne Lampe, aber ich mache Lampe an, damit ihr mich seht. Also, es wird langsam echt kühl. Ich werde es nicht glauben. Ich habe endlich Lager. Ja, die Flaschpalatka. Einfach nur wie die polnische Zeltbahn abgespannt. Die Regenpause macht mir das Aufbauen gerade deutlich leichter. Ich habe meine Schweizer Decke. Sieht man ja, das ist für meine Isomatte. Das ist der
XL Biwaksack. Und hier kommt jetzt gleich noch mein Pez rein. So, der Pez sieht man jetzt so ein bisschen. Das wird mein Schlafsack für die Nacht. Dann habe ich hier noch eine etwas kleinere Decke, auch Loden natürlich. Das wird so, ja, je nachdem, wo es kalt wird. Also erstmal werde ich das als Kopfkissen nutzen. Wenn ich aber merke, dass die Isolation nach unten zu schlecht ist, dann kommt die halt da drunter. Und wenn ich merke, dass ich mich oben irgendwie noch ein bisschen zudecken möchte, kommt die da drüber. Wenn ich merke, dass ich alles 3 brauche, ja, dann habe ich ein Problem. Aber sobald man beschäftigt ist, vergisst man wieder den Hunger. Bin gespannt, wie es ist, wenn ich gleich zur Ruhe komme. Ich habe mich jetzt hingelegt. Ich fühle mich irgendwie, ja, matt einfach. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass ich halt einfach lange nichts gegessen habe. Ja. Momentan geht es wieder von der Temperatur her. Jetzt eben so ein bisschen durchs Aufbauen und so weiter ist wieder wärmer geworden. Also aufbauen wollte ich jetzt eigentlich nur mich da reinlegen. Das habe ich tatsächlich schon als anstrengend empfunden, witzigerweise. Ja, also ich musste jetzt auch schon in den Biwaksack rein, weil es einfach weiterhin wieder regnet. Also immer wieder, wie den ganzen Tag schon. Und da mein Poncho ja auch gleichzeitig mein Dach über dem Kopf ist, also ich bin bis zur Brust, habe ich etwa ein Dach über dem Kopf, mehr nicht. Rest muss halt einfach der Biwaksack machen natürlich. Habe ich halt keinen Nässeschutz mehr. Ich bin sowieso schon komplett durch. Also ich merke, dass der Loden nass ist. Ich merke aber auch, dass er wärmt. Also das ist wirklich eine Sache, die ich an Loden liebe. Dass der ja trotzdem immer noch wirklich richtig gute Wärmeeigenschaften hat. Also ich bin echt zufrieden damit. Ich hätte natürlich, bevor es der eine oder andere kommentiert, ich hätte natürlich von vornherein den Plasch Palatka so als Umhang nutzen können. Ich wollte so ein bisschen einfach für mich auch mal rausfinden, wo so die Grenze von Loden ist. Also wie lange kann ich damit durch den Regen stapfen, ohne dass was passiert. Und das findet man nur raus, wenn man es mal macht. Also von daher, wenn ich dann gleich den Poncho drüber gegeben hätte, also Plasch Palatka rüber gegeben hätte, hätte ich diese Erfahrung nicht machen können. Also deswegen wollte ich es auch nicht. Als dann der Punkt erreicht war, ja gut, da musste ich nicht weiter testen. Deswegen habe ich dann eben auch den Poncho rübergelegt. Also ich merke ein bisschen am Rücken, dass es kühl ist. Habe halt jetzt die Schweizer einmal so ein bisschen gedrittelt oder halbiert, weiß ich gar nicht mehr. Nach oben hin ist alles kuschelig warm, das habe ich aber auch nicht anders erwartet. Der Ansitzsack, also der Pez, da mache ich demnächst auch endlich mal ein Review zu, weil das Ding ist einfach so gut. Seit ich das habe ich den bei jeder Tour mit dabei gehabt. Also deswegen weiß ich, obenrum muss ich mir keine Gedanken machen, was die Kälte angeht. Ich habe Wollsocken von vornherein angezogen, habe aber natürlich nichts weiteres mit, um meine Füße zu schützen. Wir haben es jetzt 7:30, irgendwas in dem Dreh. Und ich bin irgendwie so platt und habe auch nichts mehr zu tun und bin einfach nur froh zu liegen, dass ich mich einfach hinlegen werde. Ich bin direkt eingepennt. Ich mache jetzt Licht nicht an, weil ich mir nicht in die Augen blenden möchte. Das ist jetzt irgendwas gegen Mitternacht. Und ja, ich bin wach geworden, weil ich so ein bisschen am Frösteln war. Aber ich bin auch eingepennt, ohne den Biwaksack ganz dicht gemacht zu haben. Der Arm, also an der Brust noch auf. Den mache ich jetzt nicht zu. Ich merke, dass meine Füße kalt sind. Also das merke ich schon. Da hätte ich jetzt gerne nochmal irgendwie so ein zweites Paar Socken. Aber der Rest, auch inklusive des Untergrundes, ist echt angenehm. Ja, gute Nacht, sage ich. Das ist jetzt 2 Uhr. Meine Füße fühlen sich mittlerweile an wie 2 Eisklumpen. Ich habe noch nie so kalte Füße gehabt. Kein Plan warum. Naja, ich drehe mich jetzt nochmal auf die Seite und versuche nochmal ein bisschen weiter zu pennen. Ich bin mittlerweile aufgestanden. Man sagt ja, dass Loden nass noch etwa 80% Wärmeleistung bringt oder 70%, weiß ich jetzt gar nicht, nagel mich darauf nicht fest. Das würde ich auch so unterschreiben. Aber ich merke definitiv, dass wieder 20-30% fehlen. Ich bin richtig mies am Frieren. Wir haben es jetzt 4 Uhr, kurz nach 4 Uhr. Jetzt ist auch wirklich so die kälteste Zeit der Nacht. Ich hätte mir eine Rotlichtlampe mitbringen sollen. Ja, also ich hätte jetzt gerne einen heißen Kaffee. Ich hätte gerne jetzt sowieso irgendwas Heißes und was zu essen. Also ich packe meine Sachen zusammen. Oh, Alter, ist das hell.
pack meine Sachen zusammen und dann werde ich ja, laufen. Und ansonsten sage ich schon mal auf Wiedersehen. Das müsste jetzt, wenn ich das schaffe, der Freitag vor Silvester sein. Also wünsche ich euch einen guten Rutsch, kommt mir gut ins neue Jahr und habt ein fantastisches Jahr 2019. Ich wünsche euch ja nur das Beste und vor allem viel Gesundheit. Ich werde jetzt gleich das hier im Ganzen zusammenrollen. So, ich habe das jetzt als dicke Rolle reingeschoben. Oh Mann. Das ist erstaunlich, dass wirklich jeder Scheiß anstrengend ist. Selbst es sind ja nicht mal, es sind ja 30 Stunden ohne Essen. Da sieht man erst, wie viel das gegebenenfalls mit einem machen kann. Nicht dramatisch. Also ich könnte jetzt auch noch, ich habe genug Reserven, dass ich da länger mit zurechtkäme. Aber es ist eine coole Erfahrung. Die hat den Regen gut abgehalten, saugt sich aber schneller voll. Aber lässt sich noch ein Tuck schöner abspannen. Also, ja, ich glaube, die bleibt erst noch. Ich hatte ja erst noch überlegt, keine Lampe mitzunehmen und stattdessen nur eine Kerze. Aber ich muss sagen, das wäre echt eine blöde Idee gewesen. Also, ist schon ganz gut so. Ohne Licht im Wald ist nicht lustig, weil man da wirklich keine Chance hat. Weil man sieht nichts. Kennt ihr das? Wenn ihr vor lauter Dunst vom Atem kaum irgendwas sehen könnt, das ist so der Nachteil bei der Stirnlampe. Also ich werde die jetzt auch abnehmen und in der Hand halten, weil ich echt so durch den Atem mir mein komplettes Sichtfeld einschränke. Könnt ihr es da hinten ganz leicht reflektieren sehen? Das ist mein Auto. Also, ich bin auch echt platt. Und ich werde jetzt gleich erstmal die nächste Tanke anfahren und mir irgendwas zu essen holen. Und einen Kaffee.